der Mann, den du angefahren hast, was ist aus ihm geworden? Du hast gesagt, er sitzt im Rollstuhl. Ich will nicht darüber reden, okay? Du musst aber darüber reden. Fahrerflucht vom Unfallort, Trunkenheit am Steuer und ich habe im Knast gesessen. Und ich habe viel Schmerzensgeld bezahlt. Ich bin durch damit. Die hier habe ich in deiner Wohnung gefunden. Das sind 36 Briefe über einen Zeitraum von 2,5 Jahren. Du bist nicht damit durch. Du nervst mich zu Tode! Ich kann nicht glauben, dass du wieder da bist. Das geht mir genauso. Ja, ich denke mal auf den Schreck. Das sollten wir anstoßen. Auf deine Rückkehr, Hagen. Bevor Vater gestorben ist, musste ich ihm versprechen, diese Familie zusammenzuhalten, sie zu beschützen. Ich musste ihm versprechen, dass ich sein Erbe antrete. Du willst also den Vorsitz über Familie und Firma. Das war Vaters letzter Wille. Hagen, bitte. Geschäfte haben dich nie interessiert. Warum willst du auf einmal alles an dich reißen? Ich will Verantwortung übernehmen. Wir müssen uns ändern. Ich werde die Ausrichtung des Unternehmens ändern, und zwar ab jetzt. Hagen, dieser Firma geht's hervorragend. Aber danke der Nachfrage. Wir ändern hier gar nichts. Bevor du das behauptest, hör dir erst mal an, wie Vater wirklich gestorben ist. Thora hat dir doch gesagt, dass er sich in dich verliebt hat. Das war der totale Ausnahmezustand. Kennst du das, wenn was passiert, was du dir im Traum nicht vorgestellt hast? Allerdings. Genau so war es, nur viel, viel besser. Ja, bis er erfahren hat, dass er vielleicht nie wieder laufen kann. Er hat's zugesagt. Ist das nicht toll? Der Physiotherapie-Guru, Paul Zintel, von dem ich dir erzählt habe, der ist eigentlich über Jahre ausgebucht. Na dann. Ja, nix, na dann. Seine Frau ist ein Fan von mir. Er nimmt dich als Patient. Heute Nachmittag ist dein erster Termin. Als Tore in New York war, da hatte er einen Unfall. Er hat betrunken jemanden überfahren und Fahrerflucht begangen. Und seitdem sitzt das Unfallopfer im Rollstuhl. Du wirst jetzt nach vorne schauen und wieder gesund werden. Und zwar für uns. Okay? Yes, Mistress. Tore saß 2 Jahre im Gefängnis deswegen. Und ich habe Briefe gefunden, die er dem Unfallopfer geschrieben hat. Das waren unglaublich viele, aber er hat keinen davon weggeschickt. Und weil ihn das so fertig gemacht hat, Da hast du ihm nahegelegt, sich mit seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen? ich bin eher wie so ein Panzer drüber gerollt. Und was hat er gemacht? Der was wohl, mich angebrüllt und mich rausgeschmissen. Und er hat mir sehr deutlich gesagt, dass Giselle die Frau ist, die er liebt. Du hast uns doch schon erzählt, dass er an einer Fischvergiftung gestorben ist. Das war nur die halbe Wahrheit. Die Hintergründe sind viel komplexer. Als ich eines Morgens zum Strand gegangen bin, um zu fischen, war er schwarz, voller Öl, verklebt, von toten Tieren übersät. Irgendwo, ein paar Meilen vor unserer Insel, muss ein Tanker ausgelaufen sein und hat uns auf der Insel die Lebensgrundlage entzogen. Wir hatten kaum mehr was zu essen, wir hatten Hunger. Irgendwann hat's Vater nicht mehr ausgehalten. Hagen, das ist schrecklich hier. Soll ich dir sagen, wer für diese Katastrophe verantwortlich war? Als ich auf dem Festland angekommen bin, habe ich recherchiert und herausgefunden, dass die Reederei, deren Tanker ausgelaufen ist, von einer deutschen Privatbank finanziert wird. Und soll ich dir sagen, von welcher? Und zwar von unserer. Wir alle haben Vater auf dem Gewissen. Wir alle. So, reicht jetzt. Hier, Karate Kid. Danke, ich war gerade richtig gut in Fahrt. Was macht die Hand? Die tut ein bisschen weh. Gönn dir eine Pause. Hast du gut gemacht. Stolz auf dich. Danke. Ja, ich war ein bisschen neben der Spur. Ist doch vollkommen logisch, ich meine. Ihr wart ja doch ein paar Jahre zusammen. Ich habe immer gedacht, Christian und ich, das ist für die Ewigkeit.
So wie ich das von den anderen gehört habe, dachten die das auch. Bin ja selbst schuld. Ich hätte einfach nicht mit dem Typ in die Kiste gehen dürfen. Ach, Quatsch. Ich meine, er hat dich auch betrogen, das war nicht das Ende. Ihr habt euch einfach auseinandergelebt. Ich meine, wie lange war er jetzt in England? Danke. Ja, lass uns lieber mal klären, was wir noch alles fürs No Limits brauchen, sonst fange ich wieder an zu heulen. Das heißt, du machst es doch? Ja, ich meine, ich muss bescheuert sein, mich auf sowas einzulassen mit dir und Andi als Chef, aber ja. Aber das ist doch nur auf dem Papier. Olli hat seine Schanklizenz verloren und deswegen sind jetzt Sascha und ich in diesem Pachtvertrag. Das ist ja wohl auch das Mindeste. Es war immerhin eure Schuld, dass das No Limits geschlossen wurde und Olli seinen Job verloren hat. Wow, das sieht richtig gut aus. Schau mal hier. Das kommt über die Theke. Ach, das war schon echt eine geile Zeit. Abends ein Feierabendbier und dann sind wir die Treppen hochgestolpert und ins Bett gekippt. Oh, es ist ja wohl ganz gut, dass ich wieder da bin. Hey, komm schon. Ab und zu habe ich auch eine Rothaarige abgeschleppt. Na, wie wär's? Ich habe dich und deine dummen Sprüche vermisst. Ich habe doch gleich gesagt, dass das mit Norwegen eine bescheuerte Idee war. Aber ich habe wirklich gedacht, es wäre eine super Gelegenheit, gleich einen Batzen Schulden loszuwerden. Ich kann ja nicht wissen, dass du in meiner Abwesenheit nur Dummheiten machst. Ja, gut, okay, stimmt. Das kommt auch nicht mehr vor, versprochen. Das glaube ich. Jetzt bin ich ja wieder da und habe ein Auge auf dich. Ist doch gut, dass die Firma pleite gegangen ist. Na, mal wieder eine Firma in den Ruin getrieben? Was macht der denn hier? Oh, was ist das denn? Neueröffnung. Dann haben wir jetzt ein Problem. Ja, au, So, auf den neuen, alten Geschäftsführer. Ja, genau das Richtige, um mich von meinem Liebesfrust abzulenken. Du wirst gar keine Zeit haben, um an Christian zu denken. Und jetzt geht's bergauf. Bella. Du bist schon wieder zurück? Tristan. Sag, dass das nicht wahr ist. Seit wann investieren wir in Reedereien? Herrgott, ich erinnere mich vage an eine Sitzung mit Ansgar. Und ja, es mag sein, dass ich das damals mit abgesegnet habe. Ich müsste mich allerdings erst mal wieder einlesen. Ich meine, das ist ja unfassbar. Das ist doch furchtbar. Das heißt ja, dass er letztendlich durch sein eigenes Unternehmen... Dass sein eigenes Unternehmen ihn letztendlich umgebracht hat. Das ist tragisch, aber dabei sollten wir nicht vergessen, dass es kein Verbrechen ist, in Reedereien zu investieren. Es ist vielleicht kein Verbrechen, aber es ist verantwortungslos, weil wir keinerlei Erfahrung auf dem Gebiet haben. Wir haben aus reiner Geldgier in ein Geschäft investiert, von dem wir keine Ahnung haben. Hagen, das kommt bei Investitionen manchmal vor. Aber nicht jede birgt das Potenzial, eine Umweltkatastrophe zu verursachen. Unsere Art des Wirtschaftens ist so abstrakt, dass es unmöglich ist, Verantwortung zuzuteilen. Und genau das ist es, was ich will. Ich will, dass wir und unsere Firma Verantwortung übernehmen für das, was wir tun. Nachhaltig und werteorientiert. Im Einklang mit Mensch und Umwelt. Hagen, ganz ehrlich, du klingst wie ein Öko-Freak. Auch unsere Kinder wollen diesen Planeten bewohnen. Ja, natürlich wollen sie das, aber nur weil unserer Bank eventuell ein strategischer Fehler bei der Auswahl geeigneter Investments unterlaufen ist, heißt das noch nicht, dass du gerade das ganze System in Frage stellen musst, okay? Ich werde meine Position als Vorstandsvorsitzender genau dafür nutzen, um unser System in Frage zu stellen und umzubauen. Das ist meine Agenda. Du kannst doch nicht einfach alles über Bord werfen. Entschuldige, dieses Bild wird dich verletzen. Sagen wir also, über den Haufen werfen, was jahrelang einwandfrei funktioniert hat. Sebastian, jetzt schau dich doch mal um auf der Welt. Alles hat jahrzehntelang einwandfrei funktioniert. Jedenfalls haben wir uns das eingebildet. Und heute? Umweltverschmutzung, Erderwärmung, Polkappenschmelze, Ozonloch. Ach, sind wir das jetzt auch noch alles schuld, ja? Wir alle. Unsere Art zu leben. Verdammt noch mal, mach einfach mal die Zeitungen auf. Da findest du alle Nase lang solche Katastrophen. Für euch war das vielleicht nur eine kurze Meldung in der Presse, ein 2-Minuten-Feature in den Nachrichten. Aber für uns auf der Insel war es lebensbedrohlich. Das, was da passiert ist, war, wenn überhaupt, ein tragischer Unfall. Ja, ein tragischer Unfall, mehr nicht. Alles, was ich will, ist, dass wir künftig mehr auf nachhaltige Projekte setzen, die im Einklang mit der Natur stehen. Also ich finde das an sich nicht falsch. Ich auch. Ich meine, was ist so falsch an Umweltschutz? An Investments?
die auf einem ganzheitlichen Konzept basieren. Was ist daran bitte falsch? Bislang ist unsere Firmenphilosophie doch recht erfolgreich gewesen, nicht wahr? Bis sie unserem Vater das Leben gekostet hat. Du willst uns den Namen wegnehmen? Das kannst du nicht bringen. Die Namensrechte am No Limits gehören immer noch mir und ich habe nicht vor, sie zu verkaufen. Also, falls du den Laden hier trotzdem unter diesem Namen aufmachst, hörst du von meinen Anwälten. Christian, ich habe dir den Namen damals auch einfach so überlassen. Siehst du, und das ist der Grund, warum ich erfolgreich Geschäfte mache und du nicht. Können wir uns nicht irgendwie einigen? Mir kommt da gerade eine super Idee. Denk dir einfach einen neuen Namen für deine Spelunke aus. Leute, wir wissen doch alle, worum es hier geht. Er ist nur sauer, weil wir beide dafür gesorgt haben, dass sein Laden geschlossen wird. Und jetzt lässt du es an Olli deswegen raus. Weißt du was? Du bist gar nicht so böse, wie du aussiehst. Bis dann. Das glaube ich jetzt nicht. Ja, ich weiß, ich hätte auf dich hören sollen. Aber wer konnte denn ahnen, dass Hagen wirklich... Ich meine, das kann er nicht machen. So wie es aussieht, hat er das aber gerade. Verdammt doch mal, Hagen ist ein Pferdezüchter. Der hat von diesen Geschäften überhaupt keine Ahnung. Ob nachhaltig oder nicht. Warum bist du vorhin eigentlich so schnell abgehauen? Weil ich einfach mal raus musste, mich abreagieren. Also ich kann Hagen schon verstehen. Wenn ich mir vorstelle, dass unser Vater ums Leben gekommen ist, nur weil Ansgar mal wieder ohne Rücksicht auf Verluste Geschäfte machen wollte. Was glaubst du, wer den Job machen sollte? Sebastian oder Hagen? Ich weiß es nicht. Hagen hat sich verändert. Klar, hat eine Menge durchgemacht, aber so wie gerade eben habe ich ihn noch nie erlebt. Die Zeit auf der Insel hat anscheinend einen völlig neuen Menschen aus ihm gemacht. Jedenfalls war Lahnstein Enterprises in diese dubiosen Ölgeschäfte verwickelt und... Du meinst also, unter Sebastians Führung läuft das falsch? Aber es war Ansgars Deal. Und Sebastian war sein Finanzchef. Wo war er denn? Wo war er denn, als diese Firma mit dem Rücken zur Wand stand? Oder als die Bergs uns die Pistole auf die Brust gesetzt haben? Ich kann es dir sagen, er hat auf seiner Insel gesessen und sich die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Was? Ja, entschuldige bitte, es war vielleicht kein 5-Sterne-Luxusurlaub. Trotzdem. Du musst mich nicht überzeugen, dass dir der Familien- und Firmenvorsitz zusteht, Sebastian. Hagen will den Vorsitz an sich reißen, auch ohne Sebastians Zustimmung. Und wenn du mich fragst, würde ich sagen, Hagen gewinnt. Du meinst also, es gibt Krieg? Hey, Caro. Perfektes Timing. Ich muss in die Firma zu einem Fitting. Bis dann. Tschüss. Bis später. Tschüss, Süße. Tschüss. Lieb von dir. Ich habe was mitgebracht. Hast wieder in meiner Wohnung umgekramt und noch ein paar Briefe gefunden, ja? Was? Nein. Es tut mir leid. Ich wollte nur helfen, aber offensichtlich war meine Idee Mumpitz. Also, ich habe was gekocht. Mal ehrlich, bei dem Essen hier im Krankenhaus, wer soll denn da gesund werden? Sind da Drogen drin? Bitte? Ja, dass ich mich vor dir ausschütte, das willst du doch, oder? Dass ich dir von jedem Furz erzähle, der mir irgendwann mal quer gesessen hat. Nein, ich will doch nur für dich da sein. Ganz neutral. Na klar, Caro, die Schweiz. Ich habe das ernst gemeint, Tore. Es tut mir wirklich leid, dass ich die Briefe angeschleppt habe. Ich habe einen Fehler gemacht, aber... Ein Fehler? Nein, das glaube ich nicht. Dafür müsste man sich ja gehen lassen und das kannst du doch gar nicht. Ich mache ständig Fehler. Manchmal zum Beispiel, da bin ich so sensibel wie ein Bulldozer. Aber ich habe kapiert, was du durchmachst und dass du Angst hast. Nix kapierst du, gar nix! Ja, ich muss jetzt auch zurück ins Büro. Lass es dir schmecken. Das ist ein altes Rezept von Biggie. Hat sie mir immer gemacht, wenn ich krank war. Sebastian, schön, dass du Zeit für mich hast. Ich möchte dich eigentlich gar nicht lange aufhalten. Das tust du nicht. Was gibt's denn? Bitte. Ja, ich will gar nicht um den heißen Brei drumherum reden. Ich finde, du solltest Hagen unterstützen. So,
Sollte ich das, ja? Ich weiß. Es ist viel verlangt. Ist das jetzt die Retourkutsche dafür, dass ich Tanja zur Stellvertreterin gemacht habe? Mit dieser Wahl war ich von Anfang an nicht einverstanden und das weißt du. Du hast doch Tanja nur zu deiner Stellvertreterin gemacht, um zu verhindern, dass sie dich verlässt. Du hast also durch einen beruflichen Schachzug private Probleme gelöst, ja? Was dein Vater übrigens niemals gebilligt hätte. Gut, und jetzt willst du, dass Hagen hier alles übernimmt. Weil das angeblich Ludwigs letzter Wille war. Und weil Lunchtime Enterprises unter meiner Führung natürlich für jede Sauerei und alles Unrecht auf diesem Planeten verantwortlich ist, nicht wahr? Du hast doch gehört, wie Ludwig ums Leben gekommen ist. Das kann dir doch nicht egal sein. Und was heißt hier angeblich? Es war der letzte Wille deines Vaters, dass Hagen sein Erbe antritt. Sagt Hagen. Willst du etwa behaupten, er hätte sich das alles ausgedacht? Elisabeth, ich glaube das, was ich sehe. Und ich sehe, dass ihr an einen Mythos glauben wollt. Ihr wollt glauben an den verlorenen Sohn, der heimkehrte und uns jetzt alle retten wird. Die Scherben einzusammeln. Wer sollte es sonst tun? Ich habe tatsächlich mal geglaubt, dass du auf meiner Seite bist. Wie man sich doch irren kann. Driving away from the wreck of the day and the lights always red in the rearview. Desperately close to a coffin of hope, I'd cheat destiny just to be near you. Bist du? Was? Du siehst aus, als wärst du auf einem anderen Stern. Ist alles in Ordnung? Ja, klar. Du weißt schon, dass du null schwindeln kannst, oder? Nein, wirklich. Komm, was ist los? Es ist einfach, Tore da liegen zu sehen. Ich weiß. Ist lieb von dir. Aber wir haben jetzt einen super Physio am Start. Tore wird auf jeden Fall wieder gesund. Du bist dir aber ziemlich sicher. Ja. Dr. Mendes muss sich geirrt haben. Heute Nachmittag ist der erste Termin. Er wird wieder, er muss einfach. Ich hol mir einen Kaffee. Magst du auch einen? Physiotherapie. Die Frage ist, ob das alleine hilft. Wenn er wieder gesund ist, dann möchte ich Tore mit einer Reise überraschen. Mhm. Na, mit dem Buchen solltet ihr noch warten. Wieso bist du so negativ? Ich bin nicht negativ. Aber wenn du jetzt mit einem Ticket um die Ecke kommst, dann fühlt er sich vielleicht unter Druck gesetzt? Caro Schulz, du verheimlichst mir irgendwas. Was? Nein. Ich kenne dich. Du bist diszipliniert und genau und du glaubst immer, dass alles gut wird. Also was ist los? Vielleicht habe ich nie wirklich begriffen, was ich ihnen angetan habe. Ich habe gedacht, ich hätte sie verletzt. Dabei habe ich mehr getan. Viel mehr. Ich habe sie halb getötet. Und ich weiß jetzt, wie sich das anfühlt, halbtot zu sein. Mann, Tristan ist echt das Letzte. Da hat er Kohle bis zum Abwinken und macht hier die Riesenwelle. Er macht das doch nicht wegen des Geldes. Nee, er will es uns heimzahlen.
Das war auf jeden Fall nicht der einzige Grund. Er hat da schon andauernd gegen die Auflagen des Ordnungsamtes verstoßen. Die illegalen Partys, die Pokerspiele und dann noch unser Deal. Ja, aber euer Deal ist für Tristan Grund genug, euch das Ganze in die Schuhe zu schieben. Vielleicht sollten wir mal mit Elisabeth reden. Oh, willst du ihn jetzt anschwärzen? Nein, also ja, schon. Okay, war eine bescheuerte Idee. Sollten wir ihn vielleicht auflauern? Super Idee. Ja. Jungs, wir brauchen hier keine irren Ideen, sondern eine gangbare Lösung. Solltest du nicht eigentlich in Norwegen sein und Elche füttern? Auch wenn es dir nicht passt, ich bin jetzt wieder da. Aber die 2 Monate sind doch noch nicht vorbei. Können wir einfach mal beim Thema bleiben, bitte? Ich habe schon viel von dem Temperament der Rothaarigen gehört, aber das? Hey, das? jetzt lass mal bitte meine Rothaarige aus dem Spiel. Sie hat recht, wir müssen uns überlegen, wie wir den Namen offiziell zurückkriegen. Ja, oder wir denken uns doch einfach einen ganz anderen Namen aus. Keine schlechte Idee. Ich meine, No Limits ist schon sehr 80s. Nein. Das hier ist das No Limits. Das war's immer, das wird's immer bleiben. Glaubst du eigentlich wirklich, dass die Physio was bringt? Na klar. Und du würdest mir sagen, wenn du Zweifel hättest. Ich will dir helfen. Aber wenn ich das Falsche mache oder dir gar keine Hilfe bin, dann müssen wir darüber reden. Ist alles okay mit dir? Also, das ist völlig in Ordnung, wenn du irgendwas anderes machen möchtest. Wir können dich nach Amerika fliegen. Weißt du noch, dieser Neurologe in New York? Das wäre eine Möglichkeit. Okay, was ist hier los? Ich dachte nur... Okay, also vorhin, als ich gegangen bin, da warst du doch ganz positiv. Und dann habe ich Caro getroffen und... Was hat sie dir erzählt? Ich weiß nicht, sie war so besorgt und skeptisch, ob die Therapie was bringt. So kenne ich sie gar nicht. Da dachte ich, vielleicht hast du ihr irgendwas gesagt? Deine Schwester spinnt von Natur aus. Die wird doch schon hysterisch, wenn ein Bleistift nicht an der richtigen Stelle liegt. Sie ist aber auch die Frau, die mit 30 noch eine Ausbildung angefangen hat, weil sie an ihre Träume glaubt. Also, wenn du mir irgendwas sagen willst, dann... Ja, ich finde, wir sollten uns vor allem mal darüber Gedanken machen, was wir machen, wenn ich wieder fit bin. Wie wär's mit Thailand? Du denkst ans Reisen. Ja, an was denn sonst? Wir sind sowas von auf einer Wellenlänge. Ich habe nämlich auch gedacht, dass wir verreisen sollten, wenn du wieder gesund bist. Oh, Thailand wäre ein Traum. Ja, wäre das doch geklärt. Sebastian, lass uns noch mal reden. Verzieh dich. Ey, jetzt komm schon. Was willst du eigentlich, du verlogenes Arschloch? Tauchst hier auf und erzählst mir was von Verantwortung. Ausgerechnet du. Wer hat's denn immer gleich verpisst, wenn es mal schwieriger wurde? Oder wenn man sich hätte kümmern müssen, zum Beispiel um seine Geschwister? Sebastian. Hagen, du bist abgehauen. Du hast mich mit dem ganzen Dreck hier allein gelassen. Und jetzt auf einmal tauchst du auf, aber es braucht dich niemand mehr. Kotzt mich an. Vater wollte, dass ich sein Erbe antrete. Ja, das hat er immer gewollt. Aber dir war es auch immer scheißegal. Du hast ihn ja förmlich betteln lassen. Hast drauf geschissen, wie es ihm damit geht. Aber jetzt auf einmal willst du. Warum? Hm? Was ist los? Hm? Fehlt dir vielleicht der Sinn im Leben, weil dich deine kleine Dana jetzt nicht mehr ranlässt, weil sie einen anderen ranlässt? Oder brauchst du einfach nur ein neues Hobby? Egal, was es ist, ich sag dir was, damit kommst du nicht durch. Weil hier niemand mehr auf deiner Seite ist. Pass auf, das vorhin war keine demokratische Veranstaltung. Ich habe euch etwas mitgeteilt und ich erwarte, dass ihr hinter mir steht. Weil Vater es so wollte und weil ich der Älteste bin. Ein Scheiß bist du. Merk dir eins, ich kämpfe nicht mehr nach Regeln und ich diskutiere auch nicht mehr, ich handle. Hey, da bin ich wieder. Rebecca schickt dir ein bisschen Arbeit zur Ablenkung.
Und hast du ihr erzählt, wie beschissen es mir geht? Dass ich erst wieder gesund werde, wenn ich mich mit meiner Vergangenheit auseinandersetze? Nein, Ach komm, gib zu, du hast deine Schwester auf mich angesetzt. Nein. Du sollst mich endlich in Ruhe lassen. Wann kapierst du das endlich? Also nochmal zum Mitschreiben. Geh weiter mit deinen Zahlen spielen und halte dich in Zukunft aus meinem Leben raus, ja? Aber ich will dir doch nur helfen. Warum lässt du mich denn nicht? Ich will keine Hilfe, nicht von dir und auch von sonst niemanden. Ich bin Krüppel und das werde ich wahrscheinlich bis an mein Lebensende bleiben. Nein, Und Tore. eigentlich habe ich das ja nicht anders verdient, oder? Ich habe jemanden angefahren und der ist jetzt querschnittsgelähmt. Und der wird bis an sein Lebensende im Rollstuhl sitzen. Und ich auch. Das ist doch wahrscheinlich ausgleichende Gerechtigkeit dann. Bitte, Tore, sag sowas nicht. Du bist gelähmt. Das war ein schrecklicher Unfall, aber das ist... Du warst im Gefängnis und du hast deine Strafe verbüßt. Du hast doch gesagt, dass das nicht reicht! Dass ich mich entschuldigen muss! Ich will dir doch nur helfen! Ach, Caro, es war mal so schön mit dir. Wir konnten uns so schön streiten. Und jetzt stehst du hier rum und deine Betroffenheit über meine Behinderung trieft dir aus allen Poren. Ja, ich bin betroffen, weil ich dich liebe und weil ich dir helfen will. Ich will aber deine Hilfe nicht. Glaub mir, bist besser dran ohne mich. Und jetzt verpiss dich. Ich muss mit dir reden. Olli. Hör zu, es war deine Entscheidung, mir die Namensrechte zu geben. Ich hab dich noch nicht... Christian lässt sich von mir scheiden. Also, falls das ein Angebot werden sollte, sorry, ich stehe nur auf Frauen. Wir waren eine Ewigkeit zusammen. Netter Versuch, aber wenn du kuscheln willst, dann such dir bitte eine Selbsthilfegruppe. Weißt du, wie lange es das No Limits schon gibt? Keine Ahnung. Fast 2 Jahrzehnte. Das ist mehr als nur eine Kneipe. Das ist eine Institution hier in Düsseldorf. Tristan, bitte, das No Limits ist mein Leben. Und ich kann die Stammgäste nur mit rübernehmen, wenn ich auch den Namen behalte. Also, mein Sebastian hatte ich auch gerade erst gefeuert. Du weißt, wie beschissen das ist. Hältst du jetzt die Luft an, falls ich dir die Namensrechte nicht gebe? Wir haben doch gut zusammengearbeitet. Tja, vielleicht hast du einfach nur die falschen Freunde. Schon mal drüber nachgedacht? Wie heißt es so schön? Geschenkt ist geschenkt. Andererseits... Like a drowning man to spark. I've been holding on to you. And then I finally let go to sink in the dark blue. Was willst du tun? In die Offensive gehen. Ich will eine Kampfabstimmung. Und zwar heute noch. Was? Hagen hat nichts in der Hand. Du bist der Chef von Landstein Enterprises. Er kann fordern, was er will. Er kann es nicht einfach ändern. Oh doch. Das kann er. Hagen ist ein fleischgewordener Mythos, der schlimmste Prüfungen erlebt hat. Der verlorene Sohn. Sowas schafft Charisma. Wie praktisch, dass niemand dabei war, der seine Behauptung widerlegen kann. Was seine Geschichte nur umso mächtiger macht. Verstehst du nicht? Er hat einen Schiffbruch überstanden. Er hat mit dem armen Ludwig zusammen auf der einsamen Insel ums nackte Überleben gekämpft. Und jetzt hat er eine Mission. Die Rettung der Familie. Ach, was rede ich? Die Rettung der ganzen Welt. Für meine Familie ist Hagen jetzt ein Held, der uns die letzten Worte des ach so geliebten Vaters übermittelt. Sein Vermächtnis. Und das sind mächtige Waffen. Der kann ja alles verändern. Darum solltest du kein Risiko eingehen. Ohne Risiko halte ich mich vielleicht bis zur nächsten Bestätigung im Amt. Das reicht mir aber nicht. Nein, ich brauche jetzt eine Entscheidung. Es gibt nur einen einzigen Weg, diesen Mythos zu entkräften. Die Familie muss mich im Amt bestätigen und dann wird Hagen ganz schnell wieder auf dem Boden der Tatsachen landen. Du gewinnst. Du bekommst den Namen.
Ich gewinne, ich suche einen neuen Namen für deinen Laden aus. Abgemacht. Fang an. Lord, keep me well. Lord, keep me well. Lord, keep me well. Lord, keep me well. I can't get healed. No, I can't get healed. 'Cause I can't afford to pay the bill. Pay the bill. Pay the bill. Pay the bill. To pay the bill. Yes! Schönes Motto eigentlich. Könnte ich mir übers Bett hängen. Auch rein? Du siehst aus, als ob du einen gebrauchen könntest. Dann machen wir uns mal auf die Namenssuche. Cheers. Nach oben. Ja, immer noch. Ach so. Nach oben. Ja, sorry. Machen wir eine kurze Pause. Ja, Tat? Ja, ich bin betroffen, weil ich dich liebe und weil ich dir helfen will. All alone in the night, I will suffer, I'll fight. But the truth is, this death wish, it's a prison. Scheiße. Sagen Sie, entschuldigen Sie. Ja? Könnte ich mir vielleicht kurz mal Ihr Telefon ausleihen? Ausnahmsweise. Danke, ich pass auf. Was sollen diese Spielchen? Können wir das nicht einfach normal klären? Du und deine kleinen Kriminellen, ihr habt meinen gesamten Laden vernichtet. Also nenn mir einen guten Grund, warum ich das tun sollte. Mensch, Junge, es gibt so viele schöne Namen. Wie wär's denn zum Beispiel mit Muttis Theke? Okay, ein bisschen zu konservativ. Was hältst du von Sabels Saufloch? Zu direkt? Wie wär's denn mit zum Schnitzel-Olli, falls du mal wieder Küche machst? Nein, warte. Ich hab's. Ollis fette Ecke. Der ist gut. Ich glaube, den nehmen wir. Wann ist Eröffnung? Ich will eine Revanche. Nenn mir einen guten Grund, warum ich das tun sollte. Weil ich den Einsatz erhöhe. Wenn du gewinnst, dann bekommst du 10% Gewinnbeteiligung. 30. 20. Ich hoffe, Olli macht keine Dummheiten. Von mir aus kann der Tristan ruhig eine reinhauen. Verdient hätte er es. Auf jeden Fall. Olli packt das schon. Er muss einfach. Schließlich ist es unser No Limits.
Ja, aber du weißt auch, wie Tristan gerade drauf ist. Olli kann ihn nur bitten, ich weiß nicht, ob er da die Namensrechte wieder rausrückt. Und Graf Großkotz geht sicher einer dabei ab. Hey! Hey! Komm, wir haben dir so die Daumen gedrückt. Das ist nett. Ach, da war wirklich nichts zu machen? Aber die haben doch einen Burggraben. Warum hast du den Kopf nicht unter Wasser gedrückt, bis er Ja gesagt hat? Dabei habe ich mich so aufs No Limits gefreut. Ja, dann. Die Legende lebt. Ja! Echt, hast du geschafft? Ich kann alles schaffen. Hat mir mal ein kluger Mann beigebracht. Ja. Was für eine Überraschung, dass du mit mir reden willst. Kurz nachdem du eine Abstimmung über den Familienvorsitz anberaumt hast. Ich weiß, wir beide hatten unsere Probleme in der Vergangenheit. Ich hatte allerdings gehofft, dass wir vielleicht neu anfangen können. Und warum sollten wir das tun? Wir sind Brüder. Und das fällt dir ausgerechnet jetzt ein, nachdem Hagen dich von deinem Thron schubsen will. Darum geht's hier nicht. Hagen hat keine Ahnung von den Bankgeschäften, das weißt du genauso gut wie ich. Wenn er hier die Führung übernimmt, dann landen wir alle im Ruin. Also, du willst deinen Chefsessel behalten und dafür brauchst du meine Stimme. Was bietest du? Was? Ja, du willst, dass ich dich unterstütze. Also, was ist deine Gegenleistung? Okay. Du bekommst deinen Geschäftsführerposten bei LCL zurück. Was sagt Tanja dazu? Es ist okay für sie. Ich werde zum Wohle der Firma entscheiden. Das freut mich. Eine Abstimmung. Heute. Ja, die Grabenkämpfe in dieser Familie müssen endlich aufhören. Wir müssen uns jetzt auf die wichtigen Dinge konzentrieren. Hagens Argumente sind vor allem eins, rein emotional. Ja, sie klingen auf den ersten Blick gut, unschuldig. Aber klingen sie wirklich realistisch? Die Frage, die ihr euch stellen müsst, ist doch die: Ist Hagen ein guter Vorsitzender? Hagen, der keine Ahnung hat von Bankgeschäften, geschweige denn vom Modebusiness. Und ja, ich kann absolut verstehen, dass du angetan bist von seiner biologisch abbaubaren Argumentation. Aber ich kann dich beruhigen. Ich habe auch schon in diese Richtung gedacht, also... Ich bin nicht immer deiner Meinung, Sebastian. Aber ich finde, du machst einen guten Job. Und ich fand es auch richtig, Ansgar abzusetzen. Dann stimmst du für mich? Damit ist ab sofort Schluss. Wenn mal irgendwas verpasst. Du bist zu klug, um dich kaputt zu trinken. Lass das mal meine Sorge sein, Hagen. Du bist mein Bruder. Wir sind eine Familie. Was willst du von mir? Vater hat viel von dir geredet. Am Schluss. Es tat ihm leid, wie er sich dir gegenüber verhalten hat. Es ist vieles unausgesprochen geblieben zwischen euch. Aber er hat dich geliebt. Weißt du, du kannst dir bestimmt vorstellen, dass Sebastian es auch schon bei mir versucht hat. Also, wenn du meine Stimme haben willst, dann lass dir was Besseres einfallen als diesen Emo-Scheiß. Sie müssen sich schon konzentrieren. Ach so, ja. Entschuldigung. Sie müssen mich für einen totalen Vollidioten halten, hä? Wissen Sie, es ist nur so, ich hab große Scheiße gebaut. Ich kann an nichts anderes mehr denken. Das geht mir die ganze Zeit im Kopf rum. Entschuldigung, würden Sie uns für einen Augenblick allein lassen? Schön, dass du da bist, weil ich wollte ja eigentlich sagen, dass... Tore?
Hagen? Kim. Oh mein Gott. Oh. Boah, ich kann es gar nicht glauben. Ich freue mich, dich zu sehen. Ich mich auch. Können wir dann anfangen? Ich denke, wir haben mittlerweile genug Krisen hinter uns. Die Bergs, Ansgars besessene Rache an Alexa, um nur einige zu nennen. Ich finde, es ist an der Zeit, endlich zur Ruhe zu kommen, damit wir wieder nach vorn blicken können. Und ihr alle wisst, dass ich das nötige Know-how habe, um genau dafür Sorge zu tragen. Also möchte ich euch bereits heute bitten, mich für die nächsten 2 Jahre im Amt zu bestätigen. Bist du okay? Vielleicht sollte ich trotzdem was den Arzt rufen. Nein, nein. Ich will mit dir reden, weil... Chaos, es tut mir so leid, was ich von mir gesagt habe. Ich bin so ein Riesenarschloch. Hey, ich kann mir nicht mehr ansatzweise vorstellen, was du da gerade durchmachst. Aber ich weiß, dass ich dich liebe. Lieb dich auch. Hagen, möchtest du auch noch etwas sagen? Ich habe alles gesagt. Stimmen wir ab? Gut. Rebecca? Ich finde, du solltest im Amt bleiben. Elisabeth? Meine Stimme geht an Hagen. Meine auch. Ich gehe davon aus, dass du für dich stimmst. Schön. Als Vorsitzender habe ich 2 Stimmen, bleibt Tristan. Deine Stimme entscheidet. Natürlich kenne ich das Problem, von heute auf morgen abgewählt zu werden. Aber ich habe gesagt, ich entscheide zum Wohl der Firma. Ich wähle Hagen. To your